I never had fans travel to a away game the way the Merlins fans did. Aber dann kommst du zum Warm-up 30 Minuten vor dem Spiel in die Halle rein und du siehst halt diese ganze Ecke hinter unserer Bank voll mit Kreisheim-Fans. Gehen wir mal als Merlins in die große, weite Welt. 18 Millionen Leute im Rücken zu haben, ist einer der geilsten Gefühle der Welt. Wahnsinnig tolles Erlebnis, Basketball auf einem anderen Kontinent zu erleben. Gehen wir mal als Merlins in die große, weite Welt. Schauen wir mal, wo der Seba überhaupt herkommt. Was ist eigentlich sein Background? Ja, wo sind seine Roots? Ich bin mit der chilenischen Nationalmannschaft unterwegs in Südamerika. Schön, dass ihr dabei seid. Komm mit! Wir sind dann praktisch nach einer Nacht in Bogota nach Tunja gefahren, also von Bogota, ich glaube, auf knapp 2600 Meter Höhe, nach Tunja, Großstadt, die fast auf 2800 Meter liegt, wo das Spiel auch stattfand, Kolumbien gegen Chile. In der Gruppe sind Argentinien, Venezuela und Kolumbien. Kolumbien ist ein direkter Konkurrent, weil leider Venezuela und Argentinien momentan besser sind, muss man zugeben. Die besten 3 aus 4 kommen zur Amerika oder Copa America. Die Chilenen hatten da wirklich was gut zu machen, weil 3 Tage vorher hatten sie ja das Spiel in Chile mit einem Punkt verloren, sind praktisch von der chilenischen Presse durch den Kakao gezogen worden, ja, mehr oder weniger. Also die wurden fertig gemacht. Wie die Medien uns in Chile nach der Niederlage getötet haben, war es sehr schlimm. Wir haben lange nicht mehr die Amerika Cup mitgespielt. Es wäre für das ganze Land sehr, sehr wichtig und ja, ich denke, wir haben große Chancen. In Chile Basketball wächst und wächst jedes Jahr und einfach 18 Millionen Leute im Rücken zu haben, ist einer der geilsten Gefühle der Welt. Ich versuche auch und arbeite jeden Tag, damit wir Basketball in Chile verbessern. Deswegen bedeutet mir das alles sehr, sehr viel. Natürlich bin ich stolz über jeden, der bei uns, sag mal, sich zum Nationalspieler entwickelt. Na? Ja, mit Martin, soll man sagen, das war schon mega cool. Also welcher Geschäftsführer, Boss, Manager fliegt 11 Stunden für einen Spieler, so ein Spiel. Also. Seba mit einer tragenden Rolle in der Mannschaft, nicht als Scorer auffällig, aber wirklich als Glue Guy. Also man hat einfach gemerkt, ey, der hat eine wahnsinnig große Akzeptanz in der Mannschaft. Ist auch, ich glaube, der einzige Spieler da gewesen, der im Ausland als Profi dabei ist. Beim ersten Training, wo ich dann in die Halle gekommen bin, war dann zufällig noch Sebas Vater anwesend mit seinem Bruder, extra aus Chile hochgeflogen. Und der macht nichts anderes, wie mich erstmal herzlich zu umarmen und erstmal seine Jacke aufzureißen und mir zu zeigen, dass er The Beast is Back T-Shirt anhat, ja, von unserem unvergesslichen Aufstieg in die erste Liga, wo er dann live dabei war.
Hat mich natürlich wahnsinnig stolz gemacht. Ja. El progreso de Seba en Kalheim ha sido un salto de calidad gracias a sus entrenadores, a su cuerpo técnico y a la organización que le ha llevado a eso. Eso le ha permitido en la selección chilena ser un referente para los compañeros más jóvenes, que lo ven a él como una etapa a cumplir. Dass mein Vater dabei ist natürlich sehr geil. Er kann nicht immer nach Deutschland, ist ein bisschen zu weit weg, aber nach Kolumbien ist ein bisschen einfacher von Chile aus. Deswegen, ich freue mich immer, ihn zu sehen. War eine große Vorfreude auf das Spiel an dem Abend. Knapp 3000 Zuschauer fassen die Arena, sehr laut, sehr blechern. Die Hymne zu singen, das ist immer Gänsehaut, also kann man nicht beschreiben. Stimmung auf der Tribüne richtig, also nicht aggressiv, aber natürlich in der Sache hart. Man hat schon gemerkt, dass die Chilenen irgendwas reißen wollten an dem Tag. So war das Spiel auch, also ziemlich hektisch, ging hin und her. Und natürlich durch die Atmosphäre, die die Kolumbianer da verbreitet haben. Also ein wahnsinnig tolles Erlebnis. Zum Schluss ein wahnsinniges Finale. Chilenen gewinnen überraschend in Kolumbien. Zurückzuschlagen und einen Sieg auswärts zu holen, und gegen so einen Konkurrent. Es gibt wenige bessere Gefühle auf jeden Fall. Und es war so eine große Erleichterung. Wir haben mit 7 gewonnen, dementsprechend haben wir die Punktdifferenz für uns genommen. Und sichern sich da den 3. Platz, der wahrscheinlich berechtigt, am Amerika Cup teilzunehmen nächstes Jahr. Also einfacher Höhepunkt auch, jetzt sage ich mal, in der Laufbahn einfach mal Basketball auf einem anderen Kontinent zu erleben. Die Eindrücke, die wir da mitnehmen konnten, also von Land, Leute, vom Basketball, das war auf jeden Fall die Reise auf jeden Fall wert. Wir wussten zwar, dass schon viele Busse da hochgefahren sind, viele Fans da hochfahren wollten. Klar, alle wollen Hamburg natürlich ausnutzen, wenn die in der ersten Liga sind, ne? Kann ich verstehen. Aber dann kommst du zum Warm-up 30 Minuten vor dem Spiel in die Halle rein und du siehst halt diese ganze Ecke hinter unserer Bank voll mit Kreisheim-Fans, machen schon Stimmung, begrüßen uns, als wir wieder reinlaufen. Wenn man sowas bedenkt, Hamburg,
sind ein paar Kilometer bis dahin und dann wärmst du dich auf und dann kommen sie reinspaziert und schreien dann gleich rum und machen sich bemerkbar, sind dann eigentlich noch lauter als die Hamburger Fans. Dann war es so ein knappes Spiel auch noch und die wussten halt einfach, dass wir deren Unterstützung brauchen. Jeder weiß ganz genau, dass solche Mannschaften immer ein bisschen, also ist immer schwer, weil du kannst eigentlich nur schlecht dastehen. Also wenn du gewinnst, sagen alle, ja, ihr wart Dritter, ihr wart Vierter, ihr musstet das gewinnen. Die spielen super Basketball auch, aber sind halt unten und die wollen sich herauskämpfen und diese Spiele sind halt einfach mit Abstand die schwersten. Gutierrez für 3. Aber er passt den Ball, das ist dann auch nicht so leicht. Russell mit dem Korbleger. Dreier. Vielleicht auch wieder etwas schnell. Müsst ihr Sicherheit gewähren, aber auf der anderen Seite Russell mit Jones. Wie häufig haben wir das gesehen und wie gerne sehen wir das immer wieder. Haben sehr zerfahren gespielt, wieder unsicherer gespielt, nicht so konzentriert wie wir wollten, weil auch Hamburg eine sehr unangenehme Mannschaft ist. Sehr viel Talent, aber nicht so strukturiert, mehr auf individuelle Fähigkeiten setzen sie einfach, muss man so sagen. So, Thomas Isalo muss sein Team wieder ein Stück weit beruhigen. Spahn und Russell drauf, guter Block. Und der nächste Turnover. Holland, Full Speed, Franke aus der Ecke für 3 und die Führung für die Towers. Was für ein Lauf! Ein 16:0 Lauf. Und haben dann einen mega Run kassiert von Hamburg zur Halbzeit. Waren dann sogar mit einem oder zwei hinten zur Halbzeit. Und dann Fabian Black auf der anderen Seite bestraft es mit dem möglichen 3-Punkt-Spiel. So, und wenn der jetzt auch noch reingehen sollte, dann ist das eine unglaubliche Aktion. Aber Holland mit dem Offensivrebound, Hamburg 4 Punkte vorne. Die haben uns 35 Minuten dominiert. Wir waren nicht dabei, wir hatten keinen Fokus, wir haben nicht gut gespielt. Aber wir haben immer da gehangen. Wir waren so eine nervige Spinne, die da immer da ist und einfach nicht geht. Russell zum Korb. Macht er die entscheidenden Sekunden, die entscheidenden Momente? Nein. Noch nichts geklärt hier in Hamburg. Franke mit dem Ausgleich. Eben hat es Russell versucht, 1 gegen 1. Jetzt versucht er es wieder gegen Bobic. Der ist kurz, der kommt nicht an. Und dann gibt es die Verlängerung. Russell all the way. Und dann der schlechte Pass. Und dann der Tip-In von Franke. Auszeit von Crailsheim. Ich habe auch mit Dwayne und mit Seba mich dann ein bisschen unterhalten. Sie haben viel von letztem Jahr gesprochen, wo sie genau eben solche Spiele verloren haben. Der Ball lief einfach. Quincy wird auch kurz gedoppelt, passt weiter zu mir in die Ecke und ich werfe den Dreier einfach weg. Black aus der Ecke für 3, der trifft den Dreier! Und halt diese Sicherheit, dieses Vertrauen von Mitspielern. Mir wird immer gesagt, ich kann werfen. Das haben die Jungs mir immer gesagt. Und dass dann so viele dabei waren und alle so laut waren, hat es, glaube ich, am Ende in der Verlängerung nochmal extra Kraft gegeben. Weil wir sind ein Team, was nie aufgibt. Und das hat uns dann nochmal extra einen Push gegeben. Oder verteidigen sie es? Sie verteidigen es. Spahn gegen Hollatz. Carrera. Oh, wieder die schnellen Hände von Jones. Carrera mit dem Korb. Ein-Punkt-Führung für Hamburg. 10 Sekunden noch. Der Wayne Russell. Russell, der ist drin. 5 Sekunden noch. Hamburg noch einmal. Was macht Franke? Nicht mehr viel Zeit. Er muss den weiten Dreier nehmen. Der ist zu kurz. Und Hamburg verliert erneut. Crailsheim schafft durch Wayne Russell einen äußerst knappen, dramatischen 92
1:91 Sieg. Am Ende mal gebissen. Ja, man muss dazu sagen, wir haben auch Dwayne, der seit Wochen unglaublich spielt, wirklich eiskalt ist, super klatsch. Finish hier. I don't even think of it as fans anymore. It's like my community, my people, you know what I mean? I call him my uncle now. And like me and him built a connection within itself. Like, you know what I mean? Knowing that he was always gonna have my back. Ein herzliches Willkommen aus der Mercedes-Benz Arena in Berlin zur Partie Alba Berlin gegen die Hakro Merlins Crailsheim. Zu einem Spiel, das keines wie jedes andere ist. Zu dem Spiel, dem ersten nach der schrecklichen Nachricht gestern Abend. Kobe Bryant, einer der hellsten Sterne am Basketballhimmel, starb gestern mit 8 weiteren Passagieren, darunter seine 13-jährige Tochter, bei einem Helikopterunfall. Und das ist eine Nachricht, die die Basketballwelt geschockt hat. Aber wir müssen diesen Spieltag durchziehen, auch wenn es manchen und uns natürlich auch nicht ganz leicht fällt. Ja, und während die Teams sich jetzt hier so langsam einfinden, wird es dann gleich eine Schweigeminute geben. Unserer Sportart und einer der besten Basketballer aller Zeiten. Ich habe noch nie gesehen, dass sich die Energie so schnell gewechselt hat in einen Raum. Es war wirklich wie so ein Bekannter, für den gestorben hätte. Somebody who made me fall in love with the game in the first place. You know, just to see him go at such a young age and to let you know, like, you can't take anything for granted. Like, every day means something. Wenn Kobe gesprochen hat, haben wir alle zugehört und ich glaube, dass deswegen das sehr schwer war und ich glaube, dass alle wussten, dass sie nie mehr eigentlich Kobe zuhören können, nie mehr etwas Neues von ihm hören und das war sehr, sehr schwer für alle. Wegen der Situation mit Kobe war das Spiel anders. Auch wir brauchten mehr Zeit, um in das Spiel reinzukommen. Eine Partie auf Augenhöhe. Im ersten Viertel noch nicht allzu viel Verteidigung, das ändert sich dann im zweiten Viertel und Crailsheim ist aber weiter gut dabei. Der Dreier sitzt von Hermannsson. Noko, wann kommt die Hilfe? Da kommt sie von Spahn, da muss der Pass kommen auf Eriksson. Zu kurz, aber Sigma hellwach. Pick and Roll, ein Pass. Matisek mit dem Dreier. Alba zieht davon. 13:0 auf in diesem zweiten Viertel. We've got to take the fucking handbrake off. Okay? We haven't come here to challenge these guys. We've come here to get our asses whooped. And we are accepting it. This game is about fucking competing, okay? And we're letting them do whatever they want. And we think, okay, some tactic is going to solve this. No, it won't. Tactic won't solve if Hermansson backs you up into the paint. What are we afraid of? It will look stupid, okay? Or something that we're gonna lose this game? Who the fuck cares? We're here to fucking compete. If that's not enough, it's not enough, okay? But if we don't compete, okay, why are we here for? Unterm Korb ist das Stichwort. Da hat Alba große Vorteile. Sie gewinnen das Rebound-Duell, machen viele Punkte in der Zone, weil sie natürlich größer sind, weil sie eine längere Bank haben. Die Vorteile unterm Korb spielt Alba auch in Halbzeit 2 aus.
Letzter Wurf gehört. Crailsheim, der noch fällt, aber zu spät war. Es bleibt beim 98-82. Keine Donuts für Alba Berlin. Den 100er machen sie nicht. Aber sie entscheiden dieses Spiel zwischen Tabellenplatz 3 und 4 für sich, weil sie konstanter gespielt haben, weil sie... Heads up right now. We fucked this up, okay? As a group, everyone here, okay? We had a chance to challenge these guys and we weren't ready, all right? Let's make sure we don't repeat our mistakes, okay? We knew they were coming off a really tough week, and we felt like we hadn't given it our best shot in the away game. Everybody was really excited for that game. Big budget, big team, and everything like that. An incredible team, even on a European scale, that's really well coached and kind of a trendsetter, if you want to call it that, in German basketball. And I'm pretty sure a lot of people had us losing, but we always feel like we have a fighting chance, and that game was just unbelievable. And it was my first home game being back since December 29th, which was amazing just to be back in front of our home fans. Da wollen wir natürlich schauen, wie die beiden Coaches ihre Teams eingestellt haben auf dieses Spitzenspiel in der Easycredit BBL. Usually, locker room is something sacred, and I'm not a huge fan that it's for the big public. I obviously understand that there's financial aspects with that, and it's very interesting. So there was a TV crew that came in pre-game, and Coach gives the driest speech ever, like the driest speech ever. We know it's going to take a hell of a lot of hard work, but what we need to do is stick to the basics, the things that have brought us here, okay? Great tempo, share the ball, attack the glass. This is it, guys. Nothing more, nothing less, okay? So I'm trying not to laugh. I'm pretty sure other guys are trying not to laugh. Usually, you know, the coaches have a tradition of coming in, especially Coach Jonas. He starts banging on the door like the police, comes in just extra hyped up and ready to go. All the coaches comes in, Coach Marco, Coach Thomas, and then he gave the real speech. Then we know what they're going to do, okay? In the beginning, they're going to post up Noko. They're going to post up Sigma with the diagonals. We know what we're doing with those. These things, basic things, just like we told the TV, okay, will determine how good we will do. But we don't need to change anything, okay? We don't need to change anything for this game. We don't need to invent anything new, all right? That's it, guys. Let's go. Go! 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 Get it, boys. Family on 3. 1, 2, 3. Family. Damit beginnen wir die Partie mit dem ersten Ballbesitz für Alba Berlin. Quincy Fords gegen Noko. In die ISO, Kickout, Pass in die Ecke, Russell für 3. 16:17, 1,5 Minuten noch zu spielen im ersten Viertel. Harter Block bzw. Zusammenschluss zwischen Delo und Morgan. Stuckey hat Platz, bewegt den Ball ein zweiter, Alba doppelt. Crailsheim spielt das aus, Dreier ist lang, aber der Offensiv-Rebound fällt. Das ist ein ganz, ganz tolles Play. Der Crailsheimer, ein freier Wurf und hier dann gute Arbeit beim Rebound von Jeremy Morgan. Die Emotionen sind auch da. Super Basketball. Herrera rüber in die Ecke. Wieder wird der Ball schnell bewegt. Ford für Herrera, super abgelegt. Die Teamzusammenstellung ist natürlich immer key und das passt sensationell. Gegen Alba Berlin fehlt der absolute Topscorer Javonte Hawkins und trotzdem schlägst du diese absolute top-europäische Mannschaft, weil sie eben ein sehr, sehr gutes Team sind. Kenny Ockler wird offenbar in der Kabine behandelt, geht's da nach hinten durch und da ist Kovacevic. Einen ordentlichen Durchzug. Der Arena Hohenlohe. Super abgelegt für Noko.
Erst mit Eleganz und dann mit brachialer Gewalt Alba Berlin. Und dann ist die erste Halbzeit vorbei. 43, 47. So that's there. The pass that you're throwing, that's perfect. Out of that attack. Offensively, when we get winded, okay, we stop spacing. We start standing around, all right? So we gotta work all of the time. There's no chance to relax against these guys. This is the deal. Since we played Saturday in Hamburg, they have played 3 games after that and traveled to Spain and back, all right? We will take advantage of this, but we gotta hang in there, trust our training, okay? And then reap the benefits late game. They will start making mistakes, but we gotta hang in there and trust each other, trust the game plan, and keep working for 40 minutes, okay? Let's give ourselves a chance here. Let's go! Go! Family on 3, 1, 2, 3! 1 minute. Luke Sigma, auch der ohne Zögern. Aber mit besserem Ausgang. Höchste Führung im Spiel für Alba Berlin bei 9 Punkten. Hermannsson aus dem Post-Up heraus. Thiemann auf seinem Weg zum Korb. Und das ist ein Foul, das gegen Mo Stuckey gewertet wird. Und dementsprechend die Arena Hohenlohe natürlich umso aufgebrachter jetzt. I remember being down at one point by maybe 8 or 9. And, you know, coach is telling us, like, this is our time. This is our opportunity. We're at home. Why not us? Hey, it's a great challenge, guys. It's a great challenge. Stay calm, let's keep executing, baby. Hang in there, all right? Ich fand es heute auch wieder symptomatisch in dieser einen Auszeit, wo er gesagt hat, kommt runter, Jungs, lasst uns unser Spiel spielen. Und das macht die Mannschaft auch. Das war eine schwierige Phase mit strittigen Schiedsrichterentscheidungen. Tuomas Isalo nimmt die Timeout und auf einmal läuft es wieder. Russell. Sidestep, Quincy Forts für 3. Ganz wichtiges Ding. The ball movement with being resilient when we were down by 8 and we came back against a EuroLeague team and won. The win against Alba was, I think, culmination of everything we've done this season. Für mich persönlich eigentlich der nächste konsequente Schritt, einfach um das zu untermauern, was die Mannschaft eigentlich die ganze Saison schon abliefert, nämlich geilen Basketball. Hat das Mismatch gegen Cavanaugh. Stepback Raya, was auch sonst. Dwayne Russell für 3. Dieses Mal er mit dem Mismatch gegen Cavanaugh. Herrera, Crossover, rein in die Zone. Die Mannschaft hat einfach ein Riesenherz und das hat man auch gegen diese, sag ich mal, Ausnahmemannschaften dann auch gesehen, was man zusammen erreichen kann, wenn alle in eine Richtung marschieren. So for us to go and get that win showed how like locked in we had to be as a team and how good we were as a team. When I looked at it from the video after the game, I felt like, and still felt a couple days after that game, that it was the best game we played this season. Berlin braucht's, Berlin will einen Stil. Wir bekommen den Ball rechtzeitig rüber und dann ist Aaron Jones da mit dem leichten Dank und das war's. Crailsheim besiegt Alba Berlin in der Arena Hohenlohe mit einem unglaublich intensiven Auftritt. It was just a really beautiful moment and something I'll really cherish. Usually after the games you feel a certain type of relief
especially if you won, but I was able to really enjoy and actually really enjoy the moment up until I went to the locker room. The guys were bunched up together, and I knew immediately, I call it sixth sense or something, I knew immediately something was off, and I said, hey, what you guys up to? I know. I knew it the moment I stepped in. I said almost before we came in that they were gonna... All that hard work paying off. You guys sticking to the plan, sticking to each other, okay? That's where the magic is. There's no tricks, but that's where the magic is, okay? Yeah, that was different, but another unique experience with this team, and unfortunately I didn't have enough time to then punish those guys back in the gym because of the way the season went. You know, there's been a roller coaster ride after that Alba game, the euphoria and the joy from that win and really knowing we can achieve something special, turning into the next few days from like disappointment that is there gonna be a break into that feeling in a few days where you're like, okay, it has to stop. We work in basketball, which is incredible, but pretty inconsequential in the big picture. And now my wife works as a doctor, and now she's really gotta, you know, not only pull her weight, but also contribute to the society. It just shows that, you know, everything is not really about basketball. It's about being healthy. It's about taking care of yourself and making sure your family is okay. So I think it's not a time for panic, but it's a time to come together. Es gibt dann gleich noch Dinge, die sind dann größer als der Sport, größer als Basketball, größer als irgendwelche Konzerte. Und jetzt müssen wir erst mal schauen, dass man da zusammenhält, Gemeinschaft, Gesellschaft, die ganze Welt einfach zusammenhält und da gemeinsam einen Weg rausfindet. Aktuell ist mit Aaron Jones ein Spieler zurück in die Heimat schon geflogen. Evidently things start shutting down around us, you know, countries, leagues, and I did not want to be, you know, locked down over here. I think him leaving was just him not being a basketball player, but being a father and a husband. So with him leaving, I totally respect it and understand it. AJ's family is back in States, and I have, you know, all the understanding for him that he wants to be with his family, and I will support him any decision he makes. I want to thank everyone, you know, for the support through the ups and downs. You know, I hate that circumstances happen, life happens, but you know, everybody just stay positive, everybody keep moving forward. Es gibt durchaus bei uns den Willen, dass wir gerne die Chance nutzen möchten, den Stamm der Mannschaft zu erhalten, halt darauf wieder neu aufbauen zu können, nicht wieder bei Null anfangen zu müssen. Doch die Corona-Situation ist natürlich auch da. Viele haben jetzt einfach gar nicht den Kopf in dem Moment dafür, wissen selber noch gar nicht, wie ihre eigene Situation ist zu Hause in den USA, nächstes Jahr hier mit Basketball, wie geht's da weiter? I think we're in third right now, and we have like 3 really big games coming up. So like our minds were so locked in on getting those 3 games coming up. Aber wir wissen halt nicht, wie es weitergeht. Die Saison ist unterbrochen, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir wollen weiterspielen, wir wollen alle weiterspielen, vor allem bei der Saison, die wir gerade spielen. Damn, you know, especially for us, we're in a situation where we're about to probably make history for our club. And I'm not trying to be cocky, I'm just really confident in the guys that we had in that room. And I don't see somebody beating us, you know what I mean? I understand that we could lose or whatever like that, but I always see ways that we can win. And if they would have beat us maybe a game in the playoffs, we could have adjusted. And that's just where I was at with it. I'm proud of the season that we had. Like, you know, we're in third place, that's really good. But at the same time, it's the flip side of like, how good could we have been? Was sagt auf Spanisch? Man hat so eine Dorne am Arsch oder sowas, weißt du? Das juckt halt. It's gonna be a Magenta Sport? Yeah. Nice.
Aus sowas von.